Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Willkommen zum zweiten Teil zum Thema Reisen mit einem Instrument bzw. dem Artenschutz. Heute beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Materialien, wobei ich da unterscheide zwischen Materialien, die auf einem Instrument verwendet werden, wie jetzt der Ebenholz zum Beispiel oder eben ein Öfenbein oder Palisander, wenn es um Wirbeln, Kienholder, Saitenholder und so geht, beziehungsweise die Materialien, die vom Bogen verwendet werden. Sprich, Eidechsenleder, Fischbeinwicklung, Schildpatt, Öfenbein, ja, als Beispiele. Und in Wirklichkeit geht es natürlich auch dann darum, welche Alternativen gibt es zu bestimmten Materialien, die wirklich auch gut verwendbar sind. Und jetzt, Tobias, warst schon wieder du dran. Bitte! Fangen wir an mit den Materialien, die auf ein Instrument verwendet werden. Das kann also ein Mauritius Ebenholz sein für Griffbretteln, Wirbeln, Kienholder. Das ist verboten, weil einfach so viel abgeholzt wurde dort, dass es wirklich nicht mehr erlaubt ist. Das heißt, man darf es auch nicht mehr in die EU einführen, was absolut Sinn macht. Die Qualität von dem Material ist halt, dass es unglaublich feinporig ist und sobald das feinst geschliffen und poliert ist, schaut es in Wirklichkeit schon bald aus wie ein Plastik oder ein Bakelit. Das heißt, das hat eine glänzende Oberfläche, ist unglaublich dicht, ist ein qualitativ sehr hochwertiges Material, nur es geht mit anderen Ebenhölzer auch aus Indien, die also ebenso gut sind. Ja. Es gibt also durchaus legale Ebenhölzer, die also faktisch gleiche Qualitäten haben. Die sind von der Dichte her gleich, sprich gleich schwer. Die sind feinporig, die sind festest gewachsen. Also es ist nicht so, dass man auf die Idee kommen kann, dass man sagt, du, es ist klanglich um so viel besser, deswegen gibt es keine Alternative. Es gibt die Alternative. Und wenn es jetzt einmal in Mauritius warst, dann siehst du einfach, die Bäume sind nicht mehr dort. Das siehst du auf La Réunion auch. Ja? Also das ist auch mit Madagaskar hat jetzt inzwischen Beschränkungen schon, dass also nicht da ohne Begrenzung ausgeführt werden darf. Ja? Und das macht richtig Sinn, weil die natürlich wirklich Raubzüge machen und also wie die Heuschrecken alles auffressen. Das heißt, wenn heute ein Bogenmacher zum Beispiel bestätigt im Zertifikat, das er für seinen Bogen ausstellt, dass er da ein hochwertiges Mauritius Ebenholz verwendet hat, ist es für denjenigen, der das nimmt und damit reisen will, nicht gut. Weil das ist die Bestätigung, nehmen wir es weg. Punkt. Ja. Das nächste ist, dass man ein Palisander hat, und zwar geht es um dieses Rio Palisander. Das ist so auch nicht mehr erlaubt, es sei denn, man kauft es bereits ein mit einer CITES-Bescheinigung, ja, wo es jetzt, sage ich mal, im Speziellen für Gitarrenbauer klasse ist, weil Gitarrenzagen und Gitarrenböden, das sind keine schlechten Gitarren, die aus dem Material gebaut werden. Nur das ist, jetzt beim Geigenbau geht es wirklich nur um die Wirbeln, um einen Knopf, um Saitenholder und um Kienholder und das lässt sich ja mit anderen Materialien machen. Und damit da keine Verwechslungsmöglichkeiten möglich sind, beziehungsweise dem Tür und Tor geöffnet wird, dass man halt irgendeine andere, der lateinische Name für die Palisanderorten ist dieses Dalbergia, dass andere Orten sozusagen umfrisiert werden namentlich. Da ist es so, dass die jetzt alle in der Liste drinnen sind. Und wenn man jetzt wirklich uralte Wirbeln hat von, keine Ahnung, 1900, der bei dem Instrument, weil es zum Beispiel ein französisches Instrument ist, wirklich gut passen, auch klanglich, dann kann man dafür eben eine Ausnahme vom Vermarktungsverbot kriegen und darf auch mit sowas natürlich reisen. Ja. Schwieriger ist es dann, wenn es jetzt zum Beispiel solche Öfenbeinringerl auf schwarze Wirbeln sind oder auf Buchsbaumwirbeln oben sind, beziehungsweise also eine Brücke auf dem Saitenholder drinnen ist, auf einem konventionellen oder eben auf einem Barockinstrument aus Öfenbein ein Obersattel und ein Untersattel gemacht ist. Das wird nicht leicht gehen, speziell wenn sie neu gemacht sind, ja, wenn es neu angefertigt wird. Wenn es jetzt um so Ober- oder Untersättel geht, da sind Knochen, die also sehr fest und dicht gewachsen sind. Die sind eine sehr gute Alternative, weil sie ja klanglich richtig gut sind, unter Umständen sogar besser als Öfenbein. Ja? Muss man ganz deutlich sagen, und das ist erlaubt. Ja? Und das lässt sich natürlich auch bestätigen. Erkennt man, weil es ja leicht porös ist, das Material. Das Öfenbein ist das ja nicht. Das Öfenbein ist komplett kompakt und lässt sich ja tadellos polieren. Jetzt kommen wir zu den Materialien, die beim Bogen verwendet werden. Wie schon im ersten Video
gesagt, ist es also jetzt, wenn es um das Fernambugholz geht, nur relevant, wenn das eingekauft wird von einem Bogenmacher oder von einem Geigenbauer, der also das verarbeitet. Sobald das verarbeitet ist, als Bogen, als Seitenhalter, als Kinnhalter oder als Wirbeln, braucht es keine Ausnahmegenehmigung mehr. Das heißt, man darf das bedenkenlos einfach auch über die Grenzen bringen. Ja? Wenn man jetzt die Bogenmaterialien weiter anschaut, dann geht es eben beim Frosch zum Beispiel auch wieder um dieses Mauritius-Ebenholz, wobei es wirklich gute Alternativen gibt, die genauso kompakt und feinporig sind, auch von der Dichte her wirklich faktisch das gleiche ist, weil es ist ja auch nicht, wenn ich heute aus einem Baum ein Stück Holz rausschneide, so quader mit, keine Ahnung, 10 x 10 cm, dann habe ich natürlich auch unterschiedliche Gewichte, je nachdem, von mir aus auf welcher Seite vom Baum ich das rausschneide, beziehungsweise von welcher Höhe ich so einen Quader rausschneide zum Testen. Und ich brauche dann natürlich auch die gleiche Feuchtigkeit überall drinnen, dass ich es wirklich vergleichen kann. Man sieht dann sehr gut, das ist nicht jedes Drumholz gleich schwer. Ja? Kleiner Ausflug oder kleine Exkursion zum Tonholz. Deswegen nimmt man auch von einem Fichten- oder von einem Ahornstamm zum Beispiel die ersten 1,5 Meter unten, also bis zur Brusthöhe in etwa, nicht, weil da einfach mehr Mineralstoffe angesammelt sind und dadurch das Material schwerer und nicht so schwingungsfähig ist. Das schaut zwar sehr hübsch aus da unten und ist unter Umständen auch ein großes Drum, aber es klingt nicht so. Damit kann man aber wieder Schüsseln machen, wo dann die Verwandten wieder fragen, ob sie es geschenkt kriegen. Dann geht es um das Thema Öfenbein. Also, Öfenbein im Vergleich jetzt zum Mammut. Technisch gesehen ist das Öfenbein wirklich hochwertiger für Kopfplatten zum Beispiel als das Mammut, weil das Mammut einfach keine Knochenöle mehr drinnen hat. Das ist auch in Wirklichkeit der Hintergrund, warum sie auch mit so einem Röntgenfluoreszenzanalysegerät unterscheiden lässt, ob da Öle drinnen sind oder nicht. Das ist eine sichere Methode zusätzlich zu diesen Graden, diese Winkel, dieser Ringeböden, wo sie sich einschließen, wo man sagen kann, das ist Mammut oder das ist Öfenbein. Wenn es einmal braun gefleckertes Mammut ist, dann erkennt es an die Flecken auch. Aber sogar das kennt man bleichen, dann haben sie schon so in Leinöl haben sie es dann gekocht, dann hat wieder die Ebenholzunterlage nicht gehalten, weil der Leim nicht mehr gehalten hat. Also viel Zirkus. Ja. In Wirklichkeit ist es aber so, es werden heute auch noch Klaviaturen aus echtem Öfenbein gemacht für hochwertige Klaviere, weil das Material gerade bei einer Klaviatur schweißsaugend ist. Ja? Und der Öfenbein splittet eben bei weitem nicht so leicht wie ein Mammut. Das heißt, ein Öfenbein-Kopfplatten nimmt beim Bogen natürlich die Kräfte, die der Keil und die Haare verursachen, viel besser auf wie ein Mammutkopfplatten. Tadellos funktioniert es auch mit einer Metallkopfplatte, wurscht jetzt, ob es aus Silber, Gold oder Titan gemacht wird. Ja? Also Öfenbein technisch gut, aber es gibt Alternativen, die auch Sinn machen. Ja? Dann gibt es die begehrten Frösche aus Schildpatt. Schildkradenpanzer darfst du so nicht mehr verarbeiten. Ja? Es sei denn, man hat halt einen alten Bogen, da kann man Ausnahmegenehmigung vom Vermarktungsverbot kriegen, ja, und dann darf man auch mit sowas reisen. Jetzt ist Schildpatt prinzipiell nicht klanglich die beste Wahl für einen Frosch, das muss man auch ganz deutlich sagen, aber es ist halt sehr hübsch. Das heißt, es gefällt schon die Leute. Ja. Aber es gibt eben so Alternativen und es hat natürlich so Bögen gegeben von einem Satori, der aus dem Brustpanzer von einer Schildkröte einen Frosch gemacht hat, der dann halt wirklich ganz gelb ist und durchsichtig ist komplett. Man sieht dann auch das Kästchen, wo die Haare drinnen liegen. Das ist schon was Attraktives. Lasst sich zum Beispiel mit einem schönen Stück Bernstein genauso machen und so mache ich es zum Beispiel. Ja? Und das Schildpatt ist ähnlich, nicht ganz so brüchig wie der Bernstein, aber es lässt sich ja der Bernstein von vornherein die Zungen so steifen, dass da nichts sein kann. Und wie gesagt, das kann man zwar ohne Bauen in Wirklichkeit jetzt nicht mehr machen, das heißt, da muss man schon ein Bauen einsetzen aus Silber, Gold oder eben Titan, weil das würde beim Behaaren einfach ständig irgendwo eine Eckerln anbräseln. Ja? Aber optisch ist er sehr geil, ja, kann man nichts anderes sagen. Ja? Dann geht es um die sogenannten Fischbeinwicklungen. Das sind ja nichts anderes wie Walbarten. Wenn man jetzt, da sage ich einmal, das Glück hat, dass irgendein japanisches Schiff ein paar Wale natürlich zu Forschungszwecken gejagt und erlegt hat, ja,
Dann weiß ich nicht, ob man das durchbringen kann, dass man die Fischbeinwicklung zu Forschungszwecken auch verwenden könnte. In Wirklichkeit nicht. Der Vorteil dieser Wicklung ist, dass sie sehr leicht ist und sehr widerstandsfähig ist. Das heißt, die halten dann schon eine Generation oder sogar länger. Ja. Aber es lässt sich auch mit einer Seidenwicklung, mit einer Gespinstwicklung machen. Ja. Oder eben, wenn es vom Gewicht her Sinn macht, auch mit einer Silberwicklung. Ja. Nicht zu viel Gewicht aufbringen ist in jedem Fall gescheit. Ja. Die Imitationen, die es gibt, die sind zum Teil schon ganz attraktive Imitationen, nur sind es halt ein Kunststoff. Das gibt es übrigens, jetzt noch kurz zurück zu Schildpad auch. Die schauen nicht schlecht aus, aber vom Angreifen her, die nehmen keinen Schweiß auf und da rutscht an wie auf einer Bananenschale. Also von dem her sind sie nicht brauchbar. Ja? Aber wie gesagt, da gibt es Alternativen. Dann geht es um das Daumenleder. Eidechsenleder. Das ist was in Wirklichkeit halt eine ziemlich viel härtere Hornschicht da oben hat, als ein Spaltleder, ein Känguruleder oder sonst irgendwas. Das heißt, vom Angreifen her ist es härter, halt wahnsinnig viel länger und wenn die Hornschicht sich dann so weit angeschliffen hat, ja, dass es, wie soll ich sagen, dieses Glänzen weg ist, und dass das ein bisschen matter wird, dann hat man natürlich aufgrund dieser Struktur, ja, einen sehr guten Halt beim Daumenleder. Ja. Es gibt allerdings auch schon so geprägte Leder, die also die Qualitäten ähnlich haben wie ein echtes Eidechsenleder, die jetzt in Wirklichkeit aber dieses Glänzende gar nicht mehr so drauf haben. Das heißt, die haben nur mehr die Qualität, dass es ganz griffig ist und das macht Sinn, sowas zu verwenden. Ja. Echtes Eidechsenleder ist was sehr widerstandsfähig ist, aber ist halt nicht mehr erlaubt. Und um da Diskussionen zu entgehen, empfehle ich eher, dass man normales Spaltleder nimmt. Und dann das letzte Thema, um das es wirklich geht, das sind also das Perlmutt, das verwendet wird, um jetzt zum Beispiel einen Schieber reinzumachen in einen Frosch, beziehungsweise eine Augen- oder eine Facetten einzulegen oder sonst irgendwas. Die Muscheln, und zwar das sind in Wirklichkeit die allermeisten sind also Süßwasser, sprich Flussmuscheln, die in der Liste drinnen sind, das natürlich in bestimmte Gegenden, weil es damals noch Muscheln gegeben hat, da gibt es heute noch einen Bach, der heißt Perlbach zum Beispiel, ja, da sind Muscheln rausgeholt worden und das Perlmutt ist verarbeitet worden, auch zu Bogen. Ja. Bei den Meeresmuscheln sind es kaum welche, die relevant sind, speziell auch kaum welche, also es gibt geschützte Muscheln nur, ja, oder auch Schnecken, die aber jetzt für die Perlmuttproduktion oder für die Bogenfroschbestandteile nicht verwendet werden. Ja. Aber wie gesagt, im letzten Punkt bringe ich euch dann auch noch ein paar Bilder von Muscheln, Schnecken oder eben so Sachen, wie sie Souvenirjäger ganz gern mitnehmen, aber von dem sollte man tunlichst die Finger lassen, weil auch so eine Steckmuschel oder so Sachen oder Riesenmuscheln, das ist alles nicht mehr so einfach. Das darfst einfach nicht mehr über Grenzen mitnehmen. Wenn man sowas daheim hat, dann kann man probieren, dass man dafür sozusagen eine Ausnahmegenehmigung kriegt, die man aber auch nur braucht, wenn man es weiterverkaufen will. Oder immer bestimmte Korallen sind natürlich geschützt. Generell noch zu dem Thema, wenn es um Perlmutt geht, das also eingelegt wird in Bögen, in Frösche. Es gibt Alternativen, man kann genauso einen Stein nehmen, wie zum Beispiel einen Türkis, einen Lapislazuli oder eben andere Steine, die also überhaupt nicht geschützt sind, beziehungsweise die sogar viel widerstandsfähiger sind, weil durch den Handschweiß, durch die Säure, die drinnen ist, wird das Perlmutt auch kontinuierlich weniger und das kennen ganz viele Leute von euch, dass einfach ein Schieber immer weniger wird, bis auf einmal die Ebenholzunterlage dann rauskommt, beziehungsweise es fällt dann halt irgendwann ein Auge. Und zwar eigentlich gar nicht, weil man es jetzt verliert, sondern weil es sich einfach aufgelöst hat im Laufe der Zeit. Und das gelingt ein paar Musikern, die halt mehr Säuregehalt im Schweiß drinnen haben und mehr schwitzen, viel schneller als andere. Also ist sehr hübsch, ein schönes Perlmutt. Ja, zum Beispiel, was weiß ich, wenn man so eine Haliotis-Schallen hat und dann innen den Mutterfleck aufschneidet. Ihr seht ja jetzt immer wieder schon eine Foto eingeblendet, aber das sind hübsche Sachen. Ja, aber in Wirklichkeit, es gibt da andere Lösungen, die auch hübsch sind, ja, aber viel widerstandsfähiger sind. Also, das war's wieder für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt auch ein bisschen was mitnehmen können. Sprich,
dafür bin ich ja da, dass man was dazulernt. Könnte auch sein, weil ich gerade gesehen habe, dass sich ein paar nicht sehr konzentrieren, dass ich da mal einen Test ansetze oder wenn an die Tafel hole. Ja? Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr euch die Frage stellt, ob ihr selber das eine oder andere Material auf einem Bogen oder auf einem Instrument drauf habt, wo ihr euch nicht sicher seid, darf ich das jetzt haben oder welche Zettel brauche ich dafür oder, dann könnt ihr gerne in die Kommentare nachfragen. Ja? Wir versuchen es zu beantworten. Also, pfiat euch! Ich darf euch heute zum zweiten Teil von dem Thema, zum Thema Reisen mit dem Instrument. Genau, ich weiß schon, was ich sage. Ja, grüß euch. Nicht grüß euch. So, Klappe die dritte. Ja, jetzt mache ich nämlich so geschickt, ich schaue jetzt genau bei der Kamera vorbei, nur damit ich dir ein bisschen ärgere. Ja, wie das jetzt schneit, weiß ich noch nicht, aber... Bist du nicht der kleine Zauberlehrling mit der super Schere zum Cutten? Na warte, ich tue dann in der Nachbearbeitung die Kamera repositionieren und dann schaust du erst wieder rein. Die Alternativen vergessen? Hab ich vergessen. Ich bin ein Arsch, gell? Ja, stimmt. Wieso bin ich immer ich der Überbringer der schlechten Nachricht? Und damit der Arsch. Können wir nicht noch irgendwen herholen, der uns unterstützt beim Filmemachen, nur auf die Fehler hinweist, Du dass meinst ich das nicht mehr irgendein machen muss? Gast, der dann der Buhmann ist? Ja, das wär's eigentlich. Ja, ich verstehe. Der Arsch ist. Haben wir Ja. nicht irgendwen in der Haben wir nicht einen in der Verwandtschaft? Verwandtschaft, der für das geeignet wäre? Also, ich Ein denke jetzt da. Watschenburm oder was? Ja, genau, ein Watschenburm. Ich denke jetzt an einen, der es gar nicht kapieren hat, dass er da die ganze Zeit verhatzt wird. Ja, nicht ganz Warte mal. erwachsen, Ich bisschen- überlege jetzt einmal nur, der müsste natürlich schon sehr groß sein, oder? Ja, haben sie gesagt, oder? Jetzt muss man das noch vorstellen. Früher ist das ja nicht so auf digital alles gewesen. Da haben sie wirklich so Filmspulen gehabt, wo die mit einer Schere geschnitten und die dick so pickt haben. Ja, sicher, so wie du das früher noch gemacht hast, oder? Naja, in meiner Zeit hat man auch noch Mammuts erlegt. Ja? Ist eh klar, Und da nicht? hat dann immer die Frau gesagt, jetzt wird zuerst das alte aufgegessen, bevor du ein neues erlegst. Jetzt habe ich gespuckt auch noch. Und das in der Corona-Zeit. Ja, Leckbuddel. die Frage ist die Spucke jetzt im Bild oder nicht? Naja, so ein Schlatzker war es nicht. Ach Das so. war nur wenig. Und ich glaube, ich habe es gerade über den Bereich, wo man noch was sieht, fort ausgespuckt. Wenn du es leider aufgebaut hast, dann stell der Muschel oder Koralle oder sonst was her und du fährst einmal vorbei. Ja, das stellt sich jetzt der Maxi wieder so einfach vor. Ein Alles. Trottel. Schaltest mir die Kühlschränke wieder ein, das ist mir das Allerwichtigste dabei. Deswegen kaut er einen Satz nicht gerade aus, ich sagen, muss ich mal nachschauen, weil ihm die Kühlschränke so wichtig sind und der Nein, im Kopf und gar auf- nicht und dabei aufs, ist. Und aufs Klo muss ich auch. Kalt ist es einfach erinnern. Weil du hast mir die Heizplatten ausgeschalten, oben ist offen. Weil ich hab mir jetzt da auch schon gedacht, ich leg hinten wieder nach, weil irgendwie... Ah, jetzt, zuerst reißen wir alles auf. Ah, Ja, das ist ein. ich sitz mit einer kurzen Ich kaufe jetzt eine Hosen da. große Tiefkühltruhe, da kannst du die zwischendurch reinlegen, wenn es da zu warm ist. Ah, der hat als kleines Kind tatsächlich seine Kuscheldecke in die Tiefkühltruhen reingehauen. Nein, ich bin nur zu heiß gebadet worden. Nein, du bist von hoch runtergefallen. So, ich geh jetzt einmal auf und mache mir das Fenster zu. Ah, Scheiße, ist da kalt worden, Herst. Na, halt, der Blähbutton.